Das ist Quatsch. Nee, Das ist Quatsch. nee. Ich habe gerade hinter den Kulissen erfahren, dass Shobo selbst manche Fragen gar nicht beantworten kann. Über welches FIFA-Rating regt sich Shobo jährlich auf? So wie ich Shobo kenne, regt er sich über alles auf. Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Homies. Heute mit mir, David Raum, und dem lieben Dominik Soboslai. Frage Nummer 1. Mit welchem Satz ging Shobo viral? Antwortmöglichkeit A, I never miss zu Neymar vor seinem Elfmeterschuss gegen PSG. B, ich habe ihn im Tischtennis kaputt gemacht zu Eli Geller. Antwortmöglichkeit C, ich rufe bei FIFA an über sein FIFA 23 Rating. Ich glaube, ich habe da grob was mitgekriegt, hat er mir auch mal erzählt, dass der Eli Geller, der recht bekannt ist, auf YouTube und Twitch ihn mal herausgefordert hat irgendwie zum Tischtennis, weil Shobo wieder eine große Klappe hatte und wieder dachte, er kann jeden in allem schlagen. Deswegen gehe ich mit Antwortmöglichkeit B, weil ich da irgendwie mal was gehört habe. So, wir sind jetzt hier bei der Auflösung. Ich habe gerade hinter den Kulissen erfahren, dass Shobo selbst manche Fragen gar nicht beantworten kann. Deswegen Grüße ans Team, stark recherchiert. Ich habe B genommen, weil du mir mal was erzählt hast mit Eli Geller, da wegen diesem Tischtennis. Falsch. Das ist Quatsch. Nee, Das ist Quatsch. Nee. Neymar. Ganz großer Müll, weil es wurden 3 Sachen aufgeschrieben, die alle 3 wahrscheinlich passiert sind bei Shobo. Welches Emoji nutzt Shobo gerne unter seinen Postings? Blitz, Flammen oder den Totenkopf? Der Blitz gehört mir, die Flammen macht er wahrscheinlich bei der Freundin. Deswegen bleibt nur der Totenkopf, weil ich es auch letztens erst gesehen habe. Das ist der Totenkopf, weil mir der Blitz gehört. Tschüss, das muss Stimmt, nicht. ja? Ja, aber muss Danke, nicht. gehen wir weiter. Warum? Wir haben Zeit. Frage Nummer 3. Was für ein Fanartikel schnappte sich Shobo nach dem Pokalsieg? Ich war nicht dabei. Antwortmöglichkeit A, Fahne, B, Fanschal, C, Mütze. Doku habe ich gesehen, natürlich. Shobo schnappt sich eigentlich immer alles. Die Mütze war es, glaube ich, nicht, weil er gern seine Haarpracht zeigt. Also denke ich mal. Fahne und Fanschal. Ich gehe mal davon aus, die Fahne war es auch nicht. Ich gehe mal mit dem Fanschal, den er sich umgehängt hat. Der ist am bequemsten wahrscheinlich für ihn zu tragen. Ich war nicht dabei, ich habe aber gesagt, dass du dir einen Schal umgehängt hast. Wahrscheinlich war es die Fahne. Was war's? Was? Ich habe B gesagt, Fanschal. Ja, stabil. Okay, sehr gut. Das ist nicht schwer. Frage Nummer 4. Wie heißt die Instagram-Seite von Shobos Hund? Ja, das ist eine gute Frage. Davon wusste ich noch gar nichts, obwohl ich den Hund persönlich kenne. Antwortmöglichkeit A wäre Milo the Maltipoo. B wäre Snow White Milo und C wäre Paw Feed Milo. Ich kenne Shobos Freundin auch ein bisschen und B und C klingt ein bisschen komisch, deswegen Milo the Maltipoo klingt eher nach so einer Seite von so einem Hund, deswegen gehe ich mit A. 4. Wie heißt die Instagram-Seite von Shobos Hund? Das weißt du selber nicht. Ich habe A gesagt, Milo the Maltipoo, weil da steht noch Snow White Milo und Paw Feed Milo. Snow White Milo. Nein, Weiß er selber nicht. Doch, ich wusste das. Über welches FIFA-Rating regt sich Shobo jährlich auf? A. Physis, steht hier 64, wahrscheinlich seine aktuellen Werte. B. Schuss 79, C. Defensive 34. Also, so wie ich Shobo kenne, regt er sich über alles auf, weil er sich natürlich überall wieder viel mehr geben würde. Die Physis ist es aber, glaube ich, nicht, weil Schuss ist so ein bisschen so das, wo er am meisten stolz drauf ist. Da sind 79 auch echt zu wenig, muss ich sagen, fairerweise. Wobei er sich auch über die Defensive wahrscheinlich aufgeregt hat. Deswegen ist es so ein bisschen 50-50. Jedes Jahr regt er sich darüber auf. Ich denke, er regt sich über Schuss und Defensive auf. Deswegen gehe ich jetzt aber trotzdem mal mit der Defensive, weil die mit 34 auch zu wenig ist. Ab und zu rennt er ja doch mal mit nach hinten. Du regst dich über alles auf, weil alles schlecht ist auf deiner Karte, hast du gesagt. Schuss 79 habe ich dir sogar gesagt, dass du da mehr verdient hast. Aber ich glaube, du hast dich über Defensive aufgeregt, ne? Weil 34 schon echt wenig bei dir. Ja. Sind wir uns einig. Alles ist weniger, aber ist okay. Frage Nummer 6. Welchen persönlichen Topspeed erreichte Shobo in dieser Saison? Boah, das ist eine fiese Frage. A 33,9, B 34,6, C 35,1. Also ich glaube, Shobo und ich sind ungefähr so gleich schnell. Ich komme auch an die 35 ran, deswegen traue ich ihm mutig die 35,1 zu. Ich habe gesagt, wir sind ungefähr gleich schnell. Aber das ist nicht richtig. Aber diese Saison geht das ja, nicht. aber das ist nicht richtig. Also ich habe gesagt, wir sind ungefähr gleich schnell. Ich schnell. habe dich gefragt. Ich habe gesagt, wir sind ungefähr gleich schnell, deswegen kommen wir beide an die 35. 35,1 habe ich dir zugetraut, weil du schaffst das halt. Nee, Ja, 34,6. aber du schaffst auch über 35. Aber habe ich Deswegen. auch. Doch, ich habe dich gefragt. Diese Werte von Bundesliga und so sind immer Quatsch. Ja. Aber alles gut. Frage Nummer 7.
Wie lautet Schobos Geburtsstadt? Da habt ihr mich natürlich jetzt am falschen Fuß erwischt, weil ich das auch alles aussprechen muss jetzt auf Ungarisch. A, B oder C? B wäre Budapest und C ist Schehevar oder sowas. Und A kann ich nicht aussprechen. Vielleicht, weil es schlecht geschrieben ist, aber vielleicht auch, weil ich einfach die Sprache nicht beherrsche. Deswegen, Budapest ist es glaube ich nicht. Das wäre zu groß. Er hat mir mal gesagt, er kommt aus einem kleineren Ort. Und irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass er mal dieses Şehirşehir genannt hat. Deswegen nehme ich C. Aber A könnte es auch sein, weil es auch so ein kleiner Ort wahrscheinlich ist. Ich nehme C trotzdem. Ich konnte alles nicht aussprechen, außer Budapest. Ich weiß nicht, das erste konnte ich auch gar nicht lesen. Ich habe aber, irgendwie haben wir mal drüber geredet und ich glaube, das war dieses Şehirşehir. Ja, genau. Falsch gesagt, aber richtig. Wie spricht man es richtig aus? Şehirşehir. Okay. Magyarok ist A, ein Song über Schobo und die ungarische Nationalmannschaft, B, ein ungarisches Gericht, C, Schobos Zweitname. Zweitname auf keinen Fall, ungarisches Gericht auch nicht. Es ist A, weil er mir den Song, glaube ich, schon mal im Auto gezeigt hat und ganz stolz mitgesungen hat. Frage Nummer 8. Magyarok ist ein Song über Schobo und die Nationalmannschaft, weil du es mal im Auto angemacht hast und mitgesungen hast. Stimmt das? Über? Wem ist noch? Über Schobo und die ungarische Nationalmannschaft. Genau. Ja. Stark. Das war's. Gut gemacht. Erste Frage. Wie heißt Davids Hund? A. Mars, 2. AB Snickers, C. Twix. Einfach Twix. Wie heißt Davids Hund? Twix. Richtig, sind wir uns einig. Auf welchem Konzert würde David gerne gehen? A. Apache, B. Luciano, C. Contra K. Apache war möglich hier, er war aber nicht. Also ich würde Luciano nehmen. Luciano. 2. Vamos. Welche Netflix-Serie suchte David aktuell? Boah. A. Dahmer, B. Better Call Saul, C. Peaky Blinders. Boah, ich schwör, den zweiten kenne ich nicht. Den dritten finde ich echt nicht so gut für mich. Erste ist ein bisschen komisch. Ich würde B nehmen. Ich bin schon durch, der hat jeder gesuchtet. Aber hättest du wissen können. Aktuell steht Ja. hier. Ja, die habe ich bin schon durch. Ich habe den zweiten genommen. Was war das? Was ist das zweite? Ja, siehst du, dann. Was ist denn das zweite? Better Call Saul. Ich habe noch nie eine Folge geschaut. Jeder hat Jeffrey Dahmer geschaut. Ja, aber aktuell, Bruder. Ich dachte, du bist schon fertig. Aktuell, das ist eine dumme Frage. Bitte Piep machen. Was war Davids erstes großer TV-Auftritt? A. Als Balljunge von Greuther Fürth. B. Als Komparser bei einer Daily Soap. C. Als Kandidat beim Torwandschießen von aktuelles Sportstudio. Muss A sein. Also ich hoffe für ihn, dass A ist, weil die anderen zwei muss ich darüber mit ihm reden. Ja, ich hoffe als Balljunge. Okay, gut. Stark. Nach wie vielen Bundesligaspielen ist David für die Nationalmannschaft nominiert worden? Eieiei, Bundesligaspielen, er war bei Hoffenheim, davor Greuther Fürth, aber zweite Liga, Hoffenheim, erste Liga. Also sorry, aber ich traue ihm nicht zu, dass nach 1, nach 7 ist zu viel, also ich würde 3 nehmen. Das musst du nicht wissen, erwarte ich nicht von dir. Aber hätte man vielleicht irgendwie aufschnappen. Aber schau, Es war schon schnell. Ich habe überlegt, erste ist zu schnell, schaffst du nicht. Ja. 7 ist zu viel, weil ich vertraue dir, 3. Da bist du. Warum drückte David damals den Anruf des Bundestrainers weg? Er dachte, die unbekannte Nummer sei von A. einem Handwerker, B. seinem Immobilienmakler, C. seinen Schwiegereltern. Also Eltern drückt er nicht weg, hoffentlich. B. Immobilienmakler, guter Investment, würde ich auch nicht wegdrücken. Aber wenn er nicht weiß, Handwerk. Ich würde A nehmen, einem Handwerker. Oder ich habe A gemacht. Was für Antwortmöglichkeiten? Bei mir steht nicht aber, mir steht nur. Handwerker. Ja, ist richtig. Ja? Ja, wir sind umgezogen. Gut. Ich stabil. dachte, ich habe weggedrückt. Okay, gegen wem schoss David sein erstes Bundesligator? Ja, gegen uns safe nicht. Also A. FC Augsburg, B. RB Leipzig, C.
SC Freiburg. Freiburg ist zu gut für ihn. Also ich nehme Augsburg. Nee, ist so easy. Warum? Leipzig ist nicht. Ja, das ist klar. Freiburg ist zu gut für dich. Oh, Augsburg, Bruder. Das war Freiburg, aber danke. Nee, war Augsburg. Freiburg ist zu gut für mich? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Weil er mir das nicht zutraut. Welches Tattoo präsentierte David nach seinem Bundesliga-Treffer gegen die FC Augsburg? Ja, beantwortet die Frage. Living the Dream auf seiner Brust, You Can auf seinem rechten Schienbein, Free Spirit auf seiner linken Hand. Ich würde A nehmen, rechten Schienbein, rechte Hand nicht vorge... Ah ja, ich würde A auf seiner Brust. Das habe ich gegen Augsburg gemacht dann. Ja, okay, ich dachte, okay. Ich habe A gemacht, Living the Dream. Dachtest du, ich habe nur ein Bundesligator. Nee, aber ich dachte, für die erste Frage habe ich jetzt... Aber Living the Dream ist richtig. Ja. So, wir sind durch mit den Fragen. Hinterher haben wir erfahren, dass wir auch zusammenspielen. Eigentlich dachten wir spielen gegeneinander. Ja, hätten wir uns vorher vielleicht noch ein bisschen besprochen, wäre das besser geworden. Ich bin trotzdem stolz auf Schobo, wie er es gemacht hat. Hat ein paar Fragen gewusst, hätte ich nicht gedacht von ihm. Ich erwarte natürlich auch mehr von mir. Ich muss natürlich jetzt erstmal der Fanpage vom Hund folgen, damit ich das beim nächsten Mal weiß. Aber ja, ich glaube, für den Sieg hat es nicht ganz gereicht, aber verloren haben wir jetzt auch nicht. Ich glaube, wir teilen uns den ersten Platz, würde ich sagen. Mit Koni und Xaver. Und ja, wenn wir das nochmal machen, werden wir auf jeden Fall gewinnen. Ciao.